Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Schon ziemlich nah beim Finale gefühlt. Und ja. Wenn ich jetzt aber hier hingehe, wird der Kerl mich doch garantiert bemerken, der da oben Patrouille schiebt. Quicksave. Ausprobieren. Was passiert hier? Nichts. Seriously? Der ist anscheinend wirklich blind. Oder ist es ein Roboter vielleicht sogar, der da auf und ab geht? Das sieht so komisch aus, diese Bewegung, die er macht. Strange. Oh. Cutscene? Oh. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die? It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? What's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money,
The world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Okay. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Seriously. Es ist so dumm. Warum musste das passieren? Halt. Okay, was ist passiert? Wieder mal eine Menge Story. Also, was diese Terroristen wollen, ist anscheinend wirklich einmal die DNA vom Big Boss irgendwie und mehrere Billionen $. Und sie wollen den Präsidenten sonst halt stürzen. Also die haben auch gesagt so, ja, nachdem wir halt die Sachen auch bekommen haben, also ich meine, der Präsident und so, die Welt wird schon merken, dass wir es ernst meinen mit unseren Forderungen, die werden sie erfüllen. Und wenn nicht, dann machen wir sie halt kalt, ne? So nach dem Motto, die ganze Welt wird uns gehören. Yay, weil, ne, unsere Waffe kann nirgendwo geortet werden und so weiter und so fort. Deswegen ist doch alles Chico. Ja. Leider. Und Otacon hat uns was sehr Wichtiges gesagt, nämlich
Also erstmal haben wir übrigens noch erfahren, dass Meryl am Leben ist auf jeden Fall, ne? Und Octopus, Revolver Ocelot, die alle mit ihrem O, der hat jedenfalls gefragt so, ja, was ist mit der Frau? Sollen wir sie umbringen? Und so, nee, lass sie mal am Leben, weil sie ist ja die Nichte des Colonels und Snake hat ja ein Auge auf sie geworfen, deswegen, sie ist unser Ass im Ärmel. So, und dann hat Ordacon uns halt wieder angerufen und gesagt, so, ja, hier, ne? Ich habe jetzt die wichtigen Hauptdaten vom Chief gefunden, also von Baker gefunden. Also ja, das ist ein großartiger Job. Und wie ist es jetzt, ne? Ja, du kannst halt wirklich die Karte, die du hast, nur ein einziges Mal benutzen. Also, ja toll, was mache ich jetzt? Ich habe das sowieso nur einen der 3 Keys. Ich brauche doch 3 Keys. Und so, ja nein, du hast schon alle 3 Keycards. Du hast sie schon. Weil die Karte ändert sich je nach Temperatur. Und du musst sie halt an jedem der 3 Bildschirme, die wir gerade eben nochmal gesehen haben, einmal jeweils benutzen. Einmal normale Raumtemperatur, niedrige Raumtemperatur und hohe Raumtemperatur. Und dann so, aha, also 3 Schlüssel in einem. Clever. Ja, und dann wurden wir natürlich entdeckt und die Karte ist runtergefallen, die wir brauchen, die nach Temperatur sich verändert, die für alles wichtig ist, sonst können wir Metal Gear wirklich nicht stoppen. Und der Big Boss hat ja, also der Boss hier hat ja auch noch gesagt, so von wegen, ja, niemand kann mehr Metal Gear aufhalten. Weil Snake, den machen wir ja auch noch kalt und sowas, ne? Das passt schon alles. Und irgendwas Interessantes war aber noch von wegen, dass anscheinend der, Psycho Mantis, genau, ich kam gerade nicht auf den Namen, der Psycho Mantis, dass der halt irgendwie vorher anscheinend die Leute hier alle kontrolliert hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass die auch so eine Art Supersoldaten irgendwie züchten wollen oder sowas in der Art. Das erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy VII mit Shinra und ihren Leuten von Soldat. Ne, mit dem Marco in den Augen, wodurch die ja da auch stärker sind und alles mögliche. Das hat mich gerade sehr stark daran erinnert. Aber manche Leute waren davon auch nicht betroffen, wie zum Beispiel Sniper Wolf. Und die hat ja aber immer solche Pillen auch geschluckt und dann haben die gesagt, ja, vielleicht lag es daran, dass sie nicht vergiftet in Anführungsstrichen war. Dass ihr Blut noch rein war, irgendwie sowas in der Art. Das war gerade sehr interessant. Und ja, that's it soweit. Und oh je, ich muss jetzt hier irgendwas machen, ich weiß nicht was. Oder so. Ja, kugelsicheres Glas. An die bösen Leute komme ich nicht ran, aber das macht ja auch nichts. Warst du mein Schnellfeuergewehr? Ja. Wo muss ich lang? Kann ich jetzt hier lang und irgendwo hin? Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss fliehen. Oh, Mann. Ich muss hier weg. Ja, schieß daneben, genau. Was? Ich kann da jetzt wieder hoch? Ich muss nur ein paar Wachen ausschalten, das war's? Ernsthaft jetzt? Nein, doch nicht. Ja, toll, ich kann mich da hinlehnen, das war's. Ich wollte ja auch gar nicht auf die Treppe. Ich wollte nicht auf die stille Treppe. Ich muss irgendwie entkommen. Au, du Sackgesicht. Ja, genau. Super. Oh, Mann, Lauf, Snake, lauf! Meine Rationen sind immer noch eingefroren. Willst du mich verarschen? Hallo. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe nicht. Bin ich hier in Sicherheit? Gott sei Dank. Ein Wunder. Auch wenn ich halb tot bin. Kann ich hier runter? Anscheinend ja. Gott sei Dank. So, dann kann ich hier jetzt anscheinend mal meine Karte wiederholen. Hoffentlich. Aber warum ist das immer noch eingefroren? Ich muss mich doch heilen können. Das können wir mir doch nicht anschauen, dass wir jetzt die Heilung wirklich hier wegnehmen die ganze Zeit.
Das ist so scheiße. Ungelogen. Ah, wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich speichere mal. What is it, Snake? Nichts Gutes. Ah, meine Güte. War, he sung, is toil and trouble. Honor but an empty bubble. What about you, Snake? Is your honor just an empty bubble too? Das sage ich nicht. Was heißt denn nochmal Honor? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich möchte was eingeben. Dankeschön. Honor heißt Ehren. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was sie insgesamt gesagt hat. Schön. Ich und mein Gedächtnis, aber wir haben auch schon 6 Uhr morgens. Deswegen, was erwartet man von mir? Hallo? Ich denke mal, ich werde meine Aufnahmesession hier beenden, weil ich halt schon so ein bisschen müde bin. Und es scheint sich ja doch noch so ein bisschen hinzuziehen. Ich schaue mir noch, glaube ich, jetzt zum Ende hin vielleicht die Cutscenes nochmal auf Deutsch an. Oder ich schaue sie mir morgen auf Deutsch an. Oder beziehungsweise später. Wir haben ja schon morgen. Und ja. Ich beende jetzt hier meine Session erstmal für heute, würde ich sagen. Wir sind schon weit gekommen. Und es geht jetzt hier Schlag auf Schlag und wir müssen diese scheiß Karte wiederfinden. Und da noch die Temperatur ändern und ja. Bei unseren Potions auch nochmal irgendwie die Temperatur ändern, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht wie. Wie kann ich meine Potions denn auftauen, Mano? Naja, egal. Auf jeden Fall sage ich erst einmal auf jeden Fall soweit so gut, ne? Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, wir kriegen bald unsere Karte wieder. Beziehungsweise den Schlüssel, unseren Kartenschlüssel. Und, ja, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns hier wieder. Irgendwann. Und so weit, so gut erstmal, ne? Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Auf jeden Fall. Eure Vampi. Ciao.